So, heute machen wir es kurz und knackig. Ich zeige euch anhand einer einfachen Formel, wie ihr negative Menschen loswerdet, wie ihr erfüllter leben werdet und den richtigen Weg in eine positive Richtung lenken könnt. Los geht's! Wir kennen alle noch die einfachen Zeichenregeln aus der Mathematik aus unserer Grundschule. Plus und Plus ergibt Plus. Plus und Minus ergibt Minus. Und Minus ergibt Plus. Ganz einfach. Wenden wir jetzt diese einfache Regel an unserem eigenen Leben an unseren Mitmenschen, mit welchen Menschen wir zu tun haben wollen, welche wir eliminieren wollen aus unserem Leben und in welche Richtung unser Leben sich bewegen soll. Anhand dieser Regeln jetzt 3 einfache Formeln, um weg von negativen Menschen zu kommen und in eine richtige, positive Richtung zu gehen. Wir haben 2 Voraussetzungen für diese Formeln. Erstens, du bist das positive Element in dieser Formel. Die Mitmenschen, die du loswerden möchtest, egal ob sie tatsächlich negativ sind oder nicht, bezeichnen wir mal als die negativen Elemente, also das Minus. Formel Nummer 1. Streite dich niemals mit negativen Menschen, denn du wirst niemals als Gewinner aus diesen Streitereien hervorgehen. Du wirst niemals Recht behalten, du wirst immer negativ enden. Das heißt, in eine Formel runtergedrückt, plus du mal minus deine Mitmenschen mit negativem Einfluss auf dich, mit denen du streitest, ergibt immer Minus. Einfache mathematische Formel. Plus mal Minus ergibt Minus. Streite dich also niemals mit negativen Menschen. Formel Nummer 2. Opfere niemals eine Teilmenge von dir für andere negative Menschen. Du bist positiv. Sobald du aber deinen Grundwert durch negative Menschen teilst, für andere negative Menschen opferst, wird das Ergebnis negativ sein. Plus durch Minus ergibt Minus. Opfer dich nicht für Menschen, die es nicht wert sind. Formel Nummer 3. Halte negative Menschen aus deinem Leben fern. Was negativ ist, welche Menschen negativen Einfluss auf dich haben, definierst natürlich du selber. Und folge den 3 Ratschlägen, wie du diese Personen in deinem Leben, diese Einflüsse ausfindig machst, von dem türkischen Psychologen Doğan Cüceloğlu, die wir bereits in unseren vorherigen Videos vorgestellt haben. Schaut es euch an, wichtige 3 Tipps. Halte also die negativen Menschen fern von dir, denn Plus, Minus, Menschen ergibt Plus. Du wandelst die Mitmenschen, die dann noch übrig bleiben in deinem Umfeld, in positive Menschen um. Die Menschen, die dich umgeben, haben einen erheblichen Einfluss darauf, wie du dich entwickelst. Nicht vielleicht auf das, was für ein Mensch du jetzt gerade bist, aber auf die Person, die du in 5 Jahren ja erreichen möchtest. Auf die Person, die du werden möchtest. Diese Menschen werden Einfluss darauf haben, ob du deine Ziele erreichen kannst, wie du überhaupt deine Ziele definierst. Lass deine Ziele immer positiv sein und nutze dafür die ganz einfachen mathematischen Regeln. Davon bin ich überzeugt. Jeder Mensch ist die kostbarste Schöpfung des Universums. Jeder Mensch ist ein Plus. Unsere eigenen Prozesse und Konjunkturen entwickeln sich nur ins Negative, weil wir Menschen um uns haben, die uns negativ beeinflussen. Diese Menschen selber müssen keine negativen Menschen sein, müssen keine schlechten Menschen sein. Aber die Konstellation, der Kontext zieht uns runter. Diese negativen Einflüsse müssen wir einfach fernhalten. Eine ganz einfache Formel, um langfristig erfolgreich zu sein, glücklich zu sein und erfüllt zu sein. Um vielleicht noch anhand der mathematischen Regeln euch an der Formel zu zeigen, was passiert, wenn ihr negative Menschen in euer Leben lasst. Plus, Minus ergibt immer Minus. Lasst negative Menschen weg aus eurem Umfeld. Das ist natürlich ein aktiver Prozess. Ihr müsst aktiv dazu beitragen, diese negativen Menschen aus eurem näheren Umkreis fernzuhalten. Plus, Minus ergibt Minus. Im Umkehrschluss heißt das, wenn du positive Menschen in dein Leben lässt, wird das Ergebnis Plus sein. Ihr werdet euer Potenzial addieren, eine Synergie wird entstehen. Ihr werdet eure Potenziale summieren. Plus ergibt natürlich Plus. Ich möchte das Video abschließen mit einer sehr interessanten Pflanze und mit einem natürlichen Beispiel die Sache konkreter machen. Diese Pflanze zu meiner Rechten, die Monstera Monkey Leaf, hat eine sehr interessante Eigenschaft. In Regenwäldern, wo große Blätter,
große Schatten werfen und die kleineren unten auf dem Boden wenig Licht abbekommen, um zu wachsen, hat diese Pflanze eine interessante Strategie ausgearbeitet, wie sie doch Licht für die etwas kleineren Brüder unten auf dem Boden erübrigen lässt. Bei positiven Einflüssen, den Lichtstrahlen, wachsen auf diesen Blättern einfach Lücken, damit durch diese Lücken Sonnen für die kleineren Blätter weiter unten einstrahlen kann. Wenn es nicht genug Sonne gibt in der Region, dann wachsen dieser Blüte keine Löcher. Sie werden dann zu ganz klassischen Monstera-Pflanzen mit geschlossenen Blättern, weil es einfach keine positiven Einflüsse gibt. Worauf möchte ich damit hinaus? Wenn ihr positive Menschen um euch habt, wenn ihr positive Einflüsse habt, tragt ihr eine Verantwortung für die kommende Generation. Lasst kommende Generation genauso davon profitieren, wie ihr es auch getan habt. Verdeckt diese Generation nicht mit eurem Erfolg. Wirft keinen großen Schatten auf sie und verhindert so ihren Wachstum. Tragt Verantwortung, sorgt für Wissenstransfer, unterstützt kommende Generation mit eurem Mindset. Wenn es sein muss, mit eurem Geld, mit eurem Netzwerk. Lasst Lichtstrahlen nach unten zu den kleineren und vielleicht schutzlosen einwirken. Denn wie die mathematische Formel schon gezeigt hat, Plus 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 ergibt noch mehr Plus. Teilt eure positiven Vibes.